Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Erkundung. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute nehmen wir uns Zeit für ein wirklich wichtiges Thema, die Pflegeberufe in Deutschland. Was machen diese Menschen eigentlich genau und wie wird man einer von ihnen? Ein sehr relevantes Feld auf jeden Fall. Genau. Und wir stützen uns dabei auf eine, informative Beschreibung, die uns so die Grundlagen erklärt, verschiedene Berufe vorstellt und auch den Weg in die Ausbildung zeigt. So eine Art Kompass quasi. Guter Ausgangspunkt, ja. Unser Plan für heute ist also: Wir wollen verstehen, was diese Arbeit im Kern ausmacht. Welche verschiedenen Wege gibt es, in der Pflege zu arbeiten? Warum ist sie so fundamental wichtig, gerade hier in Deutschland? Und welche Rolle spielen dabei auch Menschen, die aus anderen Ländern kommen, um hier zu helfen? Eine gemeinsame Betrachtung sozusagen eines zentralen Teils unserer Gesellschaft. Und was uns in der Quelle direkt aufgefallen ist: Diese Berufe sind nicht nur sehr gefragt, sie brauchen wohl auch eine ganz besondere Mischung aus Herz und Verantwortung. Ja, das klingt nach viel, stimmt. Herz und Verantwortung. Genau. Lass uns da mal genauer hinschauen, was dahinter steckt. Fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Was verstehen wir denn unter Pflege? Im Grunde heißt das ja, für andere da zu sein, sie zu unterstützen. Also Menschen zu helfen, die krank sind, alt sind oder vielleicht eine Behinderung haben und deshalb Hilfe brauchen. Im Alltag. Richtig. Das kann ja ganz praktische Dinge sein, oder? Wie Hilfe beim Waschen, Anziehen, Essen, aber eben auch medizinische Aufgaben. Es ist also echt vielfältig. Genau. Und diese Definition, die ist ja nicht nur eine Beschreibung, sondern sie ist wirklich zentral, um den Kern dieser Berufe zu fassen. Gerade wenn du vielleicht selbst überlegst, in diese Richtung zu gehen. Oder wenn du neu hier bist und das deutsche Gesundheitssystem erst kennenlernst. Pflege ist eben nicht nur ein Job unter vielen, muss man sagen. Sie ist wirklich eine tragende Säule des Systems. Also, ohne die Menschen, die pflegen, würde unser Gesundheitswesen schlicht zusammenbrechen. Es geht darum, Versorgung sicherzustellen, klar, aber eben auch Menschlichkeit. Gerade dann, wenn Menschen sie am dringendsten brauchen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und du hast die Vielfalt angesprochen. Die sehen wir ja auch in den unterschiedlichen Berufen. Lass uns mal einige anschauen, die unsere Quelle nennt. Gerne. Zum Beispiel die Gesundheits- und Krankenpflegerin oder der Gesundheits- und Krankenpfleger. Das ist wahrscheinlich der Beruf, den die meisten direkt mit dem Krankenhaus verbinden, oder? Genau, das ist oft so das erste Bild, das man im Kopf hat. Die Arbeit ist halt hauptsächlich im Krankenhaus, auf verschiedenen Stationen und die Aufgaben sind wirklich breit gefächert. Was gehört da so dazu? Also Patienten beobachten, klar, Vitalzeichen messen, also Blutdruck, Puls, solche Dinge. Medikamente geben, natürlich nach ärztlicher Anweisung, bei Untersuchungen helfen, Wunden versorgen und natürlich die ganze grundlegende Pflege und Betreuung der Patienten. Dazu gehört auch, einfach mal ein Ohr für ihre Sorgen zu haben. Und was man auch wissen muss, steht hier: Schichtdienst. Ja, genau. Frühdienst, Spätdienst, Nachtdienst. Das gehört meistens dazu. Das ist die Regel im Krankenhaus. Okay. Und dann gibt es ja noch die Altenpflegerin oder den Altenpfleger. Da liegt der Fokus, wie der Name schon sagt, auf älteren Menschen. Wo arbeiten die denn typischerweise? Ihre Einsatzorte sind oft vielfältiger, als man vielleicht denkt. Natürlich in Pflegeheimen, das ist klar.
aber auch immer häufiger in der ambulanten Pflege. Das heißt, sie betreuen die Menschen zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung. Ah, okay. Also Hilfe bei Körperpflege, Ernährung, Bewegung. Aber oft kommt hier die psychosoziale Betreuung noch stärker dazu. Also Gespräche führen, Gedächtnistraining anbieten, bei der Alltagsgestaltung helfen, Einsamkeit vorbeugen. Es geht sehr stark darum, die Lebensqualität im Alter zu erhalten und zu fördern. Das klingt nach einer Arbeit, die wirklich sehr viel Nähe erfordert. Unsere Quelle betont ja auch, dass hier Geduld und Empathie, also Mitgefühl, besonders wichtig sind. Unbedingt. Ja. Man baut oft über lange Zeit Beziehungen auf, zu den Menschen selbst und auch zu ihren Angehörigen. Das braucht Einfühlungsvermögen und Geduld, klar. Aber es kann auch sehr erfüllend sein. Ähnlich ist es übrigens bei der Kinderkrankenpflege. Die kümmern sich speziell um kranke Kinder und Jugendliche, meistens in Kinderkliniken oder auf spezialisierten Abteilungen. Mhm. Und da kommt noch die besondere Herausforderung dazu, auf die Bedürfnisse von Kindern einzugehen und auch eng mit den Eltern zusammenzuarbeiten. Das ist nochmal was Spezielles. Jetzt gibt es aber seit 2020 eine ziemlich große Veränderung, von der unsere Quelle berichtet, die Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann. Das Stichwort ist generalistische Ausbildung. Was heißt das denn? Klingt erstmal kompliziert. Ja, das war tatsächlich eine bedeutende Reform. Generalistisch bedeutet hier im Grunde, die Ausbildung fasst die bisher getrennten Bereiche, also Krankenpflege, Altenpflege und Kinderkrankenpflege, in den ersten 2 Jahren zusammen. Ach so. Alle Azubis lernen also erstmal die Grundlagen für die Pflege von Menschen aller Altersgruppen und in verschiedenen Situationen. Man bekommt sozusagen ein breites Fundament. Und was war die Idee dahinter? Warum hat man das geändert? Der Hauptgrund war wohl, den Pflegeberuf attraktiver zu machen und auch flexibler. Die Grenzen zwischen den Bereichen, die verschwimmen hier in der Realität immer mehr. Ältere Menschen sind oft auch krank, kranke Menschen brauchen manchmal Langzeitpflege. Verstehe. Mit einer breiteren Ausbildung sollen die Fachkräfte einfach besser auf diese vielfältigen Anforderungen vorbereitet sein. Nach den 2 gemeinsamen Jahren kann man dann entweder den allgemeinen Abschluss machen oder sich im 3. Jahr spezialisieren auf Alten- oder Kinderkrankenpflege. Okay. Wenn man den allgemeinen Abschluss als Pflegefachfrau oder Mann macht, kann man danach im Prinzip in allen Bereichen arbeiten. Das erhöht natürlich die Einsatzmöglichkeiten und auch die Chance, mal den Bereich zu wechseln im Berufsleben. Das klingt erstmal nach einem Vorteil für die Auszubildenden, mehr Optionen später. Gibt es da auch kritische Stimmen oder Nachteile? Ja, die gibt es durchaus auch. Einige befürchten, dass durch diese breite Anlage die spezifische Expertise, also das Spezialwissen in den einzelnen Bereichen, gerade in der Alten- und Kinderpflege, vielleicht etwas zu kurz kommen könnte, wenn man sich nicht spezialisiert. Hm. Ob die Tiefe in 3 Jahren wirklich für alle Bereiche so erreicht werden kann, darüber wird diskutiert. Es ist halt ein System im Wandel. Man wird sehen müssen, wie es sich langfristig bewährt. Aber die Grundidee ist schon, die Pflegekräfte flexibler und umfassender für die Zukunft zu qualifizieren. Verstehe. Das ist wirklich eine wichtige Entwicklung. Und wie sieht der Weg in den Beruf jetzt konkret aus? Du hast die Ausbildung erwähnt. Unsere Quelle beschreibt da das duale System. Kannst du das noch mal kurz erklären? Sehr gerne.
Das duale System ist ja eine ziemliche Besonderheit vieler Ausbildungen hier in Deutschland. Nicht nur in der Pflege. Dual heißt ja zwei. Genau. Es bedeutet, dass die Ausbildung an zwei Orten stattfindet. In der Berufsschule und im Ausbildungsbetrieb. Okay. In der Schule lernt man die Theorie, also das Fachwissen, medizinische Grundlagen, Pflegetechniken, rechtliche Sachen. Und im Betrieb, das kann ein Krankenhaus sein, ein Pflegeheim oder ein ambulanter Dienst, da lernt man die Praxis. Man arbeitet also von Anfang an mit, wendet das Gelernte an und wird von erfahrenen Pflegekräften begleitet, den Praxisanleitern. Das klingt nach einer echt guten Mischung. Man sitzt nicht nur im Klassenzimmer. Genau das ist der große Vorteil, ja. Theorie und Praxis sind eng verbunden. Man lernt nicht nur, was man tun soll, sondern direkt auch wie und warum. Man bekommt sofort ein Gefühl für den Berufsalltag, für die Teamarbeit, den Umgang mit den Patienten oder Bewohnern. Und, was für viele ja auch wichtig ist, man bekommt von Anfang an eine Ausbildungsvergütung, also ein Gehalt. Ah ja, stimmt. Die Ausbildung dauert in der Regel 3 Jahre. Und nach diesen 3 Jahren, welche Türen stehen einem dann offen? Also mit dem Abschluss als Pflegefachfrau oder Fachmann oder eben mit einer Spezialisierung hat man wirklich sehr gute Berufsaussichten. Der Bedarf ist ja riesig. Mhm. Die Einsatzmöglichkeiten sind total vielfältig. Krankenhäuser, klar, Pflegeheime, ambulante Dienste, Reha-Kliniken, Arztpraxen, Gesundheitsämter, Hospize, die Liste ist echt lang. Wow. Und es gibt dann noch zahlreiche Möglichkeiten zur Weiterbildung und Spezialisierung, zum Beispiel Intensivpflege, Anästhesie, Onkologie, Palliativpflege oder Wundmanagement. Man kann auch Leitungsfunktionen übernehmen wie Stationsleitung oder selbst in die Ausbildung gehen und unterrichten. Also der Beruf bietet echt viele Entwicklungspfade. Das duale System scheint also eine wirklich solide Basis zu legen. Du sagtest, das ist vielleicht eine Stärke im Vergleich zu anderen Ländern? Ja, das wird oft so gesehen. Diese enge Verzahnung von Lernen und Arbeiten führt halt dazu, dass die Absolventen meistens sehr schnell einsatzfähig und kompetent sind. Sie kennen die Abläufe, können anpacken, Verantwortung übernehmen. Und gerade für dich als Lernenden bedeutet das, dass du sehr praxisnah ausgebildet wirst. Du siehst direkt, wofür du die Theorie lernst. Es bereitet gut auf die Realität des Berufs vor. Mhm. Das wirft dann natürlich die Frage auf, ob dadurch vielleicht der rein akademische Teil, also die Forschungsorientierung, im Vergleich zu rein schulischen oder Unimodellen in anderen Ländern etwas knapper ist. Aber für die direkte Arbeit am Menschen ist es ein sehr bewährtes Modell, muss man sagen. Ein weiterer Punkt, der in unserer Quelle sehr deutlich wird: Der Bedarf an Pflegekräften in Deutschland ist hoch. Und er wird wohl weiter steigen. Stichwort demografischer Wandel. Richtig, genau. Die deutsche Gesellschaft altert. Das heißt, der Anteil älterer Menschen nimmt zu. Und mit dem Alter steigt oft auch der Bedarf an Unterstützung und Pflege. Logisch. Gleichzeitig gehen viele erfahrene Pflegekräfte nach und nach in den Ruhestand. Das führt zu einer ziemlichen Personallücke, die man nicht allein durch den Nachwuchs aus Deutschland decken kann. Und deshalb, so sagt die Quelle, spielen internationale Fachkräfte eine so wichtige Rolle. Woher kommen die denn zum Beispiel? Ja, Die Quelle nennt da Beispiele wie die Philippinen, Bosnien und Herzegowina, Tunesien, auch andere arabische Länder. Aber natürlich kommen auch Pflegekräfte aus EU-Ländern. richtig. Und um ihnen den Start hier zu erleichtern, gibt es Unterstützungsangebote. Ganz wichtig sind da wohl Sprachkurse. Klar, Kommunikation ist ja das A und O in der Pflege, oder? Absolut. Mit Patienten, Angehörigen im Team, ohne Sprache geht es nicht.
Und dann gibt es noch die Anerkennungsverfahren für die ausländischen Berufsabschlüsse. Stimmt. Diese Anerkennung, das ist ein wichtiger, manchmal aber auch herausfordernder Prozess. Es muss halt geprüft werden, ob die Ausbildungsinhalte und die Dauer aus dem Herkunftsland mit den deutschen Standards vergleichbar sind. Okay. Manchmal muss man dann Anpassungslehrgänge machen oder Prüfungen ablegen, um die volle Anerkennung als Pflegefachkraft hier zu bekommen. Das braucht Zeit und Geduld. Aber es ist eben notwendig, um die Qualität der Pflege sicherzustellen. Die Quelle zitiert jemanden mit den Worten: Am Anfang ist alles neu und manchmal schwierig, aber man lernt schnell und die Arbeit ist sehr sinnvoll. Das fasst die Erfahrung vieler wahrscheinlich ziemlich gut zusammen, oder? Ja, das trifft es vermutlich sehr gut. Die Ankunft in einem neuen Land, neue Sprache, anderes Gesundheitssystem, andere Arbeitskultur. Das sind natürlich große Herausforderungen. Neben der fachlichen Qualifikation ist die soziale und sprachliche Integration total entscheidend. Aber die Motivation ist oft sehr hoch. Viele sehen in Deutschland einfach eine gute berufliche Perspektive und die Chance, ihre Fähigkeiten einzubringen. Und die Sinnhaftigkeit der Arbeit, also das Gefühl, gebraucht zu werden und helfen zu können, das ist eine starke Triebfeder. Für das deutsche System sind diese Fachkräfte inzwischen unverzichtbar geworden. Sie bringen ja nicht nur Arbeitskraft mit, sondern oft auch neue Perspektiven und kulturelle Kompetenzen. Das ist angesichts einer immer vielfältigerer Patientenschaft auch ein echter Gewinn. Um das alles noch ein bisschen greifbarer zu machen, erzählt unsere Quelle die Geschichte von Fatima. Sie kommt aus Tunesien und arbeitet seit 2 Jahren in Köln auf einer inneren Station im Krankenhaus. Ah, interessant. Sie beschreibt ihre Arbeit: Patienten beim Waschen helfen, Essen anreichen, Blutdruck und Puls kontrollieren. Also ganz typische Pflegetätigkeiten, wie wir sie besprochen haben. Genau. Sie spricht aber auch sehr offen über die Anfangszeit. Die deutsche Sprache war schwierig, sagt sie, vor allem die vielen medizinischen Begriffe. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja fast wie eine eigene Fachsprache. Absolut. Aber sie sagt, sie hat viel gelernt und es wurde besser. Und was mich wirklich beeindruckt, ist ihre Einstellung. Sie sagt: Ich mag meinen Beruf, weil ich jeden Tag Menschen helfen kann. Natürlich ist es manchmal anstrengend, aber ich bin stolz auf meine Arbeit. Ja, das ist ein hervorragendes Beispiel, finde ich. Fatimas Geschichte bündelt so viele Aspekte, über die wir gerade gesprochen haben. Stimmt. Sie zeigt die Notwendigkeit und auch die Realität der Zuwanderung von Pflegekräften. Sie zeigt die konkreten Herausforderungen, die Sprache als oft größte Hürde, aber sicher auch das Zurechtfinden im System. Gleichzeitig unterstreicht sie aber auch die Kernmotivation und die Befriedigung, die aus dieser Arbeit kommen kann. Menschen helfen, einen sinnvollen Beitrag leisten. Ihre Aussage, natürlich ist es manchmal anstrengend, ist dabei auch wichtig. Es verschweigt nicht die Belastungen, die gibt es körperlich und emotional. Pflege ist anspruchsvoll. Ja. Aber ihr Stolz zeigt eben, dass die positiven Aspekte überwiegen können. Sie steht da stellvertretend für viele internationale Fachkräfte, die mit riesigem Engagement diese Lücke füllen und das deutsche Gesundheitssystem stützen. Ihre erfolgreiche Integration ist wirklich ein Gewinn für alle Seiten. Absolut. Das führt uns eigentlich zur Frage: Warum ist Pflege so wichtig? Die Quelle bringt es auf den Punkt. Pflege bedeutet Menschlichkeit. Sie ist quasi das Fundament, auf dem unser Gesundheitssystem ruht, wenn es darum geht, Menschen in verletzlichen Situationen beizustehen. Bei Krankheit, im Alter, bei Hilfsbedürftigkeit. Pflegekräfte geben Unterstützung, Sicherheit und Nähe.
Wir haben jetzt gehört, es ist kein leichter Beruf, er fordert viel Einsatz, Kraft und eben auch dieses Herz. Aber er ist unverzichtbar. Was heißt das denn für uns als Gesellschaft? Also der gesellschaftliche Wert von Pflege ist immens. Der geht weit über die reine Verrichtung von Tätigkeiten hinaus. Pflegekräfte sind diejenigen, die Empathie und Fürsorge im System wirklich leben, die die Würde des Einzelnen wahren, gerade wenn Gesundheit und Selbstständigkeit eingeschränkt sind. Sie sind, wie ein Kitt für den sozialen Zusammenhalt. In einer Gesellschaft, die älter wird und in der familiäre Hilfe nicht immer da ist, sichert professionelle Pflege ein Grundrecht auf Versorgung und Teilhabe. Sie ist im Grunde Ausdruck einer solidarischen und fürsorglichen Gemeinschaft. Und ihre Arbeit verdient nicht nur Anerkennung in Worten, sondern eben auch gute Rahmenbedingungen und eine faire Bezahlung. Das muss man immer wieder betonen. Ein wirklich vielschichtiger und wichtiger Bereich. Lass uns die zentralen Punkte noch mal kurz zusammenfassen für alle, die zuhören. Also, Pflegekräfte werden in Deutschland dringend gesucht, die Berufsaussichten sind also sehr gut. Auf jeden Fall. Es ist ein Berufsfeld für Menschen, die gerne mit und für andere Menschen arbeiten, die anpacken können und wollen. Wichtige Eigenschaften sind Geduld, Einfühlungsvermögen, Verantwortungsbewusstsein und Motivation. Die Ausbildung im dualen System bereitet sehr praxisnah vor. Richtig. Und auch für Menschen aus dem Ausland bietet die Pflege in Deutschland gute Chancen, auch wenn der Staat natürlich Herausforderungen mit sich bringt. Schlüsselbegriffe waren heute sicher die Pflege, die Ausbildung, das duale System, die generalistische Ausbildung, das Krankenhaus, das Pflegeheim, aber auch Tätigkeiten wie Patienten betreuen, Blutdruck messen oder einfach sich kümmern um. Genau. Und vielleicht nehmen wir als abschließenden Gedanken noch eine Frage mit, die sich aus unserer Betrachtung heute ergibt. Wir haben viel über die Bedeutung und die Anforderungen gesprochen, auch über das Herz, das es braucht. Wie können wir denn als Gesellschaft sicherstellen, dass diese so wichtige Arbeit zukünftig nicht nur gebraucht, sondern auch nachhaltig wertgeschätzt wird, also über Applaus und warme Worte hinaus? Eine gute Frage. Und ganz konkret vielleicht, wie gelingt es, diese menschliche Zuwendung, diese Pflege mit Herz, auch in einem Gesundheitssystem zu bewahren und zu stärken, das ja immer mehr von Technik, Effizienzdruck und Geld geprägt ist? Wo und wie sichern wir da den Raum für den Menschen, für den Pflegenden und den Gepflegten? Das ist wirklich eine wichtige Frage, über die es sich nachzudenken lohnt. Damit sind wir für heute am Ende. Danke dir für die Einblicke. Gerne. Und danke dir da draußen, dass du dir die Zeit für diese gemeinsame Betrachtung der Pflegeberufe genommen hast. Bleib neugierig und bis zum nächsten Mal.